Grüezi, Servus und Hallo und willkommen beim dritten Kapitel unserer Korsika Motorradreise. Wir haben gestern Abend spontan unsere Reisepläne angepasst und werden statt einer Nacht nun 2 Nächte in Porto Vecchio verbringen. Dafür übermorgen Sonntag direkt nach Bonifacio fahren, wo wir die Fähre nach Sardinien nehmen werden. Dass aber der neue Plan heute Abend quasi vom Wind verweht wird, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Von Corte aus fahren wir heute Richtung Süden und werden dabei einige Pässe befahren. Nach dem bekannten Aguiles de Bavela und dem Bavela Pass geht es zurück an die Ostküste und weiter nach Porto Vecchio. Der Col de Sorba ist mit 1311 Meter der zweithöchste Pass der Insel. Knapp dahinter liegt der Col de Verde mit 1289 Meter. Beide Pässe liegen an der D69, sind sehr gut erschlossen und lassen sich problemlos befahren. Der Verkehr hält sich zu unserer Überraschung im Rahmen. Einige Motorräder und hier und da ein Radfahrer, mehr ist nicht. Kaum ein Auto oder Wohnmobil, das uns entgegenkommt. Bei Cozzano verlassen wir die D69 und nehmen die kleinere D757 bis nach Olivese. Von dort aus geht es auf einer kleinen, kurvenreichen Straße zurück zur D69 und hinauf zum Col della Vaccia. Kurz nach Olivese kommt es zu einer unerwarteten, kleineren schweinischen Straßenblockade. Tja, da kann man nichts machen. Zum Glück dauert die Blockade nur kurz und wir fahren zügig weiter. Kurz unterhalb der Auberge du Col della Vaccia warten noch einige kleinere Spitzkehren auf uns. Die Auberge hat zum Glück offen und so nützen wir die Gelegenheit für eine kleine Kaffeepause. Gestärkt geht es nun endgültig zum Col della Vaccia, den wir ohne Probleme überqueren. Der Himmel ist etwas verhangen
doch mit Regen ist kaum zu rechnen. As strange as it may sound, when I'm still, things seem to come around. The journey is not ours to control. The journey is not ours to control. The journey is not ours to control. Die Anfahrt zur Aguiles de Bavela bzw. zum Col de Bavela wird etwas verkehrsintensiver. Kein Wunder, gehört doch der Gebirgszug mit der sehr markanten und bis 1885 Metern hohen Granittürmen zu den meist fotografierten Landschaften Korsikas. The journey is not ours to control. The journey is not ours to control. I'm glad that it is so. Was dieser Kollege wohl vorhat? I'm glad that it is so. Obwohl heute erst Freitag ist, herrscht hier oben beim Pass ein lebhaftes Treiben und die Parkplätze sind alle besetzt. Für uns hat es definitiv zu viele Leute und so fahren wir weiter. Wir verlassen die wunderschönen Aguiles de Bavela, fahren Richtung Küste und folgen diese Richtung Süden bis nach Porto Vecchio. Dort haben wir unweit des Hafens ein kleines Hotel gefunden, wo wir die nächsten 2 Nächte verbringen werden. Heute beginnt der 6. Tag unserer Korsika-Reise und diese bringt eine unerwartete Planänderung. Für morgen Sonntag hatten wir eine Fähre von Bonifacio nach Sardinien gebucht. Gestern Abend erhielten wir jedoch einen Anruf des Fährunternehmers mit der Info, dass die Überfahrt vom Sonntag wegen starkem Wind abgesagt ist. Alternativ wäre eine Überfahrt heute Samstag möglich oder erst am Montag. Wir entschieden uns für Montag und bleiben so zusätzlich einen weiteren Tag auf Korsika. Die heutige Tour beginnt und endet in Porto Vecchio und führt uns ins Landesinnere. Dabei werden wir in Saint-Lucie de Dalano einen unerwarteten Halt machen.
Später fahren wir nach Sardaigne, um anschließend zurück an die Küste zu fahren. Die Besichtigung von Bonifacio verschieben wir auf morgen, da wir jetzt einen zusätzlichen Tag auf Korsika haben. Der Lac dell'Ospedale ist ein Stausee und liegt nördlich von Sonza. Mit rund 3 Millionen Kubikmeter Wasser ist er einer der wichtigsten Trinkwasserreservoirs für die Gegend von Porto Vecchio. Baden ist im See übrigens verboten. Die als Erddamm angelegte Staumauer ist 25 Meter hoch und liegt an der D368. Wir erreichen das kleine Dorf Saint-Lucy de Dalano und sind über die vielen Leute und den Verkehr überrascht. Wir halten kurz an und kommen mit dem netten Herrn ins Gespräch, der uns erklärt, dass im Dorf eine kleine Prozession im Gange ist und anschließend die Festa di Olio Nuovo, also das Fest der neuen Oliven, beginnt. Für uns Grund genug, um hier eine kleine Pause einzulegen. Jedes Jahr wird mit dem A Festa di Olio Nuovo das Ende der Olivenernte markiert und gleichzeitig die Ankunft des Frühlings gefeiert. Das Olivenfest hat eine lange Tradition. Daher gilt Saint-Lucy de Dalano als die korsische Hauptstadt des Olivenöls. Über 55 handwerklich tätige Händler wie Olivenbauern, Metzger, Käser und viele andere stellen während 2 Tage ihre Produkte auf verschiedenen Plätzen im Herzen des Dorfes aus. Wann Saint-Lucy de Dalano gegründet wurde, ist nicht ganz klar. Seine alten Häuser, das Kloster, das früher von Franziskanern bewohnt wurde, und seine beiden Kirchen aus dem 15. Jahrhundert erinnern daran, dass dieses Dorf im Mittelalter die Wiege der ältesten korsischen Familien war. Nach der kleinen kulturellen Pause geht es zurück auf die Straße. Unser Ziel ist die Küste. Der Strand von Porticciolo mit seinem sehr feinen Sand ist mit einer Länge von 4 Kilometern der längste im Golf von Malinco. Da unsere Badeklamotten im Hotel liegen, belassen wir es mit einem Blick aus der Ferne.
Sardaigne, die Kleinstadt im Südwesten Korsikas mit seinen ca. 3200 Einwohnern, gilt als die korsischste Stadt aller korsischen Städte. Unverputzte hohe Häuser stehen eng aneinandergereiht, dazwischen erstrecken sich enge Gassen und steile Treppen, die zu den Eingängen der Häuser führen. Die Stadt selbst ist einen Tagesbesuch wert. Wir belassen es mit einer kurzen Rundfahrt durch die engen Gassen. Der Strand und der Lebe von Rogabina sind ein kleines Naturwunder. Die Gischt, Wind und Regen haben diesen rosa Granit zu einem Werk geformt, welches einen schlafenden Löwen darstellt. Wir sind zurück in Porto Vecchio und nach einer kurzen Abkühlung im Hotelpool geht es bereits hinauf zu der von einer Genueser Festung umschlossenen Altstadt. Mit ca. 11.000 Einwohnern ist Porto Vecchio die drittgrößte Stadt Korsikas und Zentrum des Tourismus. Besonders beliebt sind bei Urlaubern die zahlreichen Buchten und traumhaften Stränden im Süden der Stadt. Von den zahlreichen Restaurants neben der Burg Genoise, das früher den einzigen Zugang zur Altstadt vom Hafen her bildete, hat man die beste Aussicht auf den Hafen. Das Leben in der Altstadt konzentriert sich um den Place de la République mit ihren zahlreichen Cafés und die kleinen Gassen im Umkreis des Platzes. Hier befindet sich auch die Kirche Saint-Jean-Baptiste, die nach dem Schutzpatron der Stadt benannt ist. Sie wurde im 19. Jahrhundert auf den Fundamenten einer alten genuesischen Kirche errichtet. Gegenüber der Kirche liegt die kleine Kapelle de la Sainte-Croix aus dem Jahre 1656. Porto Vecchios Befestigungsanlagen mit ihren 5 Bastionen stammen aus der Zeit der Stadtgründung im Jahre 1539. Die Bastion de France ist die berühmteste Bastion. Sie wurde 1542 fertiggestellt und wurde zur Bewachung des Hafens eingesetzt. Die heute restaurierte Bastion bietet jeden Sommer die Möglichkeit, Kunstausstellungen zu besuchen. Außerdem verfügt sie über eine Dachterrasse mit einem Panoramablick auf den Golf von Porto Vecchio. Wir schlendern noch etwas durch die alten Gassen und lassen den Tag bei einer Pizza und einem Glas Wein ausklingen. Wir hoffen, ihr seid auch beim letzten Teil unserer Reise mit an Bord.